Guten Morgen. Wir sind eben aus der geschütztesten Bucht von Sifnos herausgefahren. Das war die Bucht Fatih, eine Insel, die fast zu 270 Grad von Land umschlossen ist und eine kleine Durchfahrt hat. Es ist die geschützteste Bucht, aber der Meltemi, das Windsystem, das hier in den Kykladen vorherrscht, hat uns bis 4 Uhr morgens wach gehalten, weil es schon ganz schön gepfiffen hat. Wir haben dreimal unseren Anker noch besser hingelegt, die 5-fache Wassertiefe an Kettenlänge gesteckt und sind sehr regelmäßig Ankerwache gegangen, haben alle anderen Schiffe auch mit kontrolliert, unseren Abstand dazu. Trotzdem beeindruckend, auch wenn man weiß, man hat alles richtig gemacht, liegt man da unten in seiner Koje und ist sich nicht ganz sicher, ob das am Morgen immer noch so aussieht. Wir sind auf einem Amwindkurs Richtung Nordwesten unterwegs. Wir wollen die Insel Sifnos heute einmal nördlich umrunden und wieder nach Paros, unsere Ausgangsbasis, zurück. Die Crew hat mit dem Amwindkurs oben richtig Spaß. Dabei haben wir bislang nur das Großsegel gesetzt und das auch noch nicht mal richtig getrimmt. Wir machen aber schon fast 3 Knoten Fahrt. Mal gucken, ob wir noch eine Schippe drauflegen, aber die Wellen haben sich über Nacht auch ziemlich hoch aufgebaut. Schauen wir mal, ob wir das brauchen und ob wir es wollen. Ihr seht, ich habe mich umgezogen, weil wir jetzt über 30 Knoten bekommen. Also es geht jetzt schon in den stürmischen Wind rein und im Hintergrund hört ihr auch, wir haben die Maschine angeworfen, weil wir einfach den Punkt erreicht hatten, wo das Kreuzen uns immer sehr weit auf See rausgeführt hat. Die See ist da draußen, sind sehr hohe Wellen. Wir können natürlich immer weiter rauskreuzen, wir können auch wieder zurückkreuzen. Aber wir müssten sowieso, um unser Tagespensum zu schaffen, ein Stück von der Fahrt nach Norden unter Maschine fahren. Deswegen haben wir es ja auch einfach jetzt schon gemacht. Wenn wir um Sifnos rum sind, um die Nordspitze, setzen wir wieder das Vorsegel und segeln ganz gemütlich auf dem Halbwindkurs nach Paros. So, nach einem wilden Ritt, 5 Stunden lang, von Sifnos nach Paros, sind wir jetzt hier am Hafen von Paros angekommen. Man ist hier nicht so ganz gut vorbereitet. Das heißt, wir müssen erstmal hier auf Reede draußen warten und haben uns jetzt schon darauf vorbereitet, in 2. Reihe zu parken. Das heißt, wir fahren jetzt gleich ins Hafenbecken, drehen dann so, dass wir mit dem Bug zwischen die anderen Buge von den anderen Schiffen kommen. Bin ich mal gespannt, ob dann unser Empfangskomitee sich entschieden hat, wie sie es haben wollen. Eben haben uns 3 Leute 3 verschiedene Sachen gesagt und wir sind ein bisschen hin und her gefahren. Aber jetzt entspannen wir uns erstmal. Der letzte Tag.
Wir mussten gestern in zweiter Reihe anlegen, liegen hier als Päckchen, Bug an Bug. Hatten wir vorher so noch nicht gemacht mit diesem Schiff. Haben wir uns gut darauf vorbereitet draußen, haben geankert, haben uns gut draußen vorbereitet, alle Fender umgesetzt, die Leinen gelegt, sind dann hier bei ziemlich viel Wind in den Hafen gesegelt. Und es hat ganz gut geklappt. Wir sind hier richtig gut reingerutscht. Bei den Nachbarn gab es richtig Ärger. Wir haben das Boot schon übergeben. Bei uns war alles tipptopp. Wir kriegen die Kaution wieder zurück. Die anderen, die sich gestern unangenehm angestellt hatten und nicht darauf hören wollten, was das Hafenpersonal sagt, die zum Beispiel den Anker vorne nicht ins Wasser gelassen hatten, sodass er wie so ein Rammsporn wirkt, wenn die auf die anderen Schiffe zufahren. Das haben die nicht gemacht. Und die haben richtig bezahlt. Bei denen wurde das ganze Boot durchgeguckt und irgendwas findet man natürlich immer. Bei uns war es nicht so und die Reise ist damit hier in Paros fürs Erste zu Ende.